Heute bei den Lately News hat die Polizei in Potsdam eine alkoholisierte Busfahrerin angehalten, nachdem diese längere Zeit in Schlangenlinien gefahren ist. Dabei hatte sich gar kein Fahrgast über die Fahrweise beschwert. Die Polizei wurde nämlich erst angerufen, nachdem die Busfahrerin angefangen hatte, Ballermann-Hits laut zu singen. Genau deswegen wurde sie auch dann von der Polizei nur festgenommen. Nicht wegen ihres Alkoholspiegels von 2,6 Promille. Denn sind wir mal ehrlich, in Brandenburg erträgt man Autofahren schon lange nicht mehr unter 2,0 Promille. Noch mehr gleich bei den News. Hier ist Berlin mit der einzig wahren Nachrichtensendung dieser und der nächsten Welt. Das sind die Lately News, denn alles andere da draußen sind nur Fake News. Natürlich auch heute Abend wieder mit mir, Florian Streletz, bekannt aus unzähligen umgekehrte Hypotheken-Werbevideos, die einem wirklich, ganz ehrlich, nicht am Ende das eigene Haus wegnehmen. Aber diese Werbevideos haben dafür gesorgt, dass mir jetzt verdammt viele Häuser anderer Menschen gehören. Außerdem, falls du glaubst, genauso cool zu sein wie ich, dann hau mit der Faust auf den Abo-Button und die Glocke, denn nur so haben wir die Chance, die Hessenschau vom Hessischen Rundfunk auch quotentechnisch weiter abzuhängen. Natürlich bin ich heute wieder nicht alleine im Studio, sondern auch dieses Mal werde ich unterstützt von den einzigartigen Lately News Korrespondenten aus allen Ecken der Welt. Ob aus New York, Sydney, Bielefeld oder aus Mallorca, wo die einzigen beiden Gäste trotzdem um 6 Uhr morgens mit ihren Handtüchern die Liegen reserviert haben. Außerdem gibt es nachher die einzig wahre Videospielkritik zum neuen FIFA 21 von EA Sports, einem Fußball-Simulationsspiel von schräg oben oder wie auch immer man das spielen möchte, dessen größte Stärke es ist, ein Fußball-Simulationsspiel zu sein, das nicht von Konami gemacht wurde. Denn nur Fußball-Simulationen mit Lizenzen solcher Giganten wie San Marino, Euten 09 oder dem FC Mars ist wie Rudern auf dem Meeresboden. Sexuell recht erregend, aber eben kein echter Fußball. Also mal gucken, ob FIFA 21 an seinen direkten Vorgänger FIFA 96 rankommt. Immerhin gab es damals die letzte wirkliche Neuerung im Gameplay. Aber kommen wir zuerst einmal zu den wichtigsten Nachrichten der Woche und fangen an mit Berlin. Nachdem ich mir die Doku Tiger King angeschaut hatte, bin ich vollkommen davon überzeugt, dass auch ich einen Zoo haben muss. Nun gibt es in Berlin schon den Tierpark und den Zoologischen Garten. Also keinen so gefährlichen Zoo wie in Tiger King. Klar, ziehen einen immer noch gerne die Schimpansen im Tierpark beim Hütchenspielen vorm Gehege ab und auch die Pinguine im Zoologischen Garten sind bekannt dafür, das beste Crystal Meth der Stadt zu kochen. Aber einen so gefährlichen Zoo wie in Tiger King gibt es nun einmal in Berlin nicht. Vielleicht einmal vom nicht umzäunten Neukölln abgesehen. Die Hauptattraktion in meinem Zoo wird ein riesiges Gehege sein mit den berühmten sibirischen Reichswölfen, die schneller Unterlagen von Wirecuts schreddern können, als die BaFin Bilanzskandal sagen kann. Da wird dann selbst Joe Exotic aus Tiger King von Neid weinen und vermutlich einen weiteren Mord dann gegen mich in Auftrag geben, denn der Typ ist echt krank. Währenddessen in Freiburg. Ich persönlich könnte meinen Hund Sisu nie vor einem Geschäft anleihen, weil ich es nicht über das Herz bringen könnte, sie dort ganz alleine zurückzulassen. Gerade weil sie viel zu niedlich aussieht, würde sie sofort geklaut werden. Jedoch würden ihre Entführer sie ganz schnell wieder zu mir zurückbringen, denn Sisu hätte bei denen alle Fußballpakete bei DAZN kostenpflichtig gebucht. Mindestens. Einem Hundebesitzer in Freiburg war jedoch das egal. Denn dieser band seine beiden Schäferhunde vor einem Dönerladen an einen Bistrotisch, um sich einen Döner zu holen. Leider huschte eine Katze vorbei, was die Schäferhunde animierte, diese nun zu jagen mit dem Bistrotisch im Gepäck. Zum Glück rannte die Katze nur einmal um den Block, bis sie sich versteckte, sodass, als der Mann mit seinem Döner rauskam, die Hunde wieder vor der Tür saßen. Jedoch war der Sachschaden, den die Hunde mit dem Bistrotisch angestellt haben, mehr wert als 250.000 Döner. Derweil in Luxemburg. In Amerika kann man mit vielen Sachen richtig ordentlich Kohle als Schadenersatz einklagen. Das reicht von einem Mann, der McDonald's erfolgreich auf Millionen verklagte, weil er von der Klobrille gerutscht war. Und nicht etwa sitzend,
sondern stehend. Hoffentlich hat ihn sein Toilettennachbar daraufhin auch verklagt. Oder Wohnwagenbauer wurden von Käufern verklagt, weil diese dachten, dass der eingebaute Tempomat auch automatisch für sie fährt. Was dann nicht mehr so cool war, als sie den Tempomat anwarfen, um sich hinten einen Kaffee zu machen. Muss aber eine Fluggesellschaft einem Passagier Schadenersatz in Europa zahlen, wenn er sich mit umgekipptem Kaffee verbrüht? Wie nun der EuGH entschied, ja. Allerdings gibt es dafür keine Millionen wie in den USA, sondern die Richter entschieden, dass es höchstens eine neue Hose gibt und die alte Hose muss zu Hause an die Wand genagelt werden, sollte man selber an dem Malheur schuld gewesen sein. Und noch zum Abschluss die Lately News Videospielkritik der Woche mit dem neuen FIFA 21 für alle aktuellen Konsolen wie dem Coleco Gemini. Denn es hat sich gezeigt, dass das Failing FIFA 21 nur vollgestopft ist mit Fake-Bugs. Man merkt leider sehr schnell, dass FIFA 21 sofort nach FIFA 20 im letzten Jahr entwickelt worden ist. Wobei entwickelt recht hochtrabend klingt, sagen wir eher die Zeit, in der die Entwickler 4% der Spielerbilder aus FIFA 20 dank Google aktualisiert haben. Denn mehr ist seit FIFA 5000 vor unserer Zeitrechnung nicht verändert worden. Aber das ist auch gar nicht mal so schlecht. Denn beim Fußball geht es nun einmal nur darum, das Runde ins Eckige zu bekommen. Also die rund gefalteten 1000-Euro-Scheine ins eckige Portemonnaie von EA. So stellt sich mir die Frage nach über 9000 Stunden, die ich alleine beim Üben des perfekten Anstoßes beim neuen FIFA 21 verbracht habe, warum werde ich eigentlich nicht für den nahezu perfekten Anstoß mit dem sofortigen Gewinn des Spiels belohnt? Das wäre wenigstens mal fair. So habe ich doch damals bei FIFA Steinzeit WM Edition auch immer gewonnen. Deshalb sei gewarnt FIFA 21, 7/10 dunkelgelbe Lately Fake Bugs an dich und ich werde nochmal vermutlich um die 9000 Stunden in den perfekten Anstoß stecken. Beste investierte Zeit ever. Das waren die Lately News. Wir sehen uns wieder am Montag. Und nicht vergessen, alles andere da draußen sind nur Fake News.